mitten im Dschungel sind wir gelandet. Wir haben einen Campingplatz gefunden, der direkt eine Cenote auf dem Platz hat. Und der wird betrieben von 2 Deutschen. Und Andrea war jetzt gerade hier und hat hier ein bisschen gezeigt, was sie alles haben. Und die haben wirklich ein tolles Plätzchen. Die haben sich vor 7 Jahren eine Cenote gekauft. Und jetzt hier leben sie und das Camping-Business ist so ein bisschen nebenbei. Aber ja, wir sind hier ganz alleine. Das Hinkommen war ein bisschen tricky. Da war ein bisschen Dschungel angesagt. Ja. Willst du was dazu sagen? Ich hab nichts mehr zu sagen. Blutet dein... Ah ja. Aber dein Herz blutet nicht, weil die Geräusche waren wirklich schlimm. Ja, die Geräusche waren schlimm. Manchmal tönt es aber schlimmer, als dass es wirklich ist. Ja, wir haben jetzt schon die ein oder andere Schramme hier. Die sieht man jetzt nicht so gut mit der Spiegelung. Also Schramme nicht, Kratzer. Ja, Kratzer, stimmt. Ja, da waren schon viele Bäume. Aber gehört dazu, wenn man so ein Plätzchen erreichen will. Wir haben richtig gutes Brot gebacken bekommen. Heute Morgen früh wurde uns das schon gebracht. Und jetzt gibt es endlich mal ein richtiges Frühstück. Wir freuen uns. Sauerteigbrot. Mit Leinsamen und Sesam. Sieht herrlich aus. Ich weiß gar nicht, wann wir unser letztes Brot hatten. Brot ist ein schwieriges Thema bei uns. Gibt's nicht so viel hier. Gibt's nicht so viel und wenn man es findet, dann sieht es meistens eigentlich gut aus, aber es ist dann nicht so gut. Und darum lassen wir es meistens sein. Was wir aber sagen müssen, uns beiden geht es halt schon so, wie sagt man, bauchtechnisch schon besser, wenn wir kein Brot essen. Das haben wir jetzt auf der Reise ein bisschen gelernt, weil in der Schweiz haben wir so gute Backwaren, dass wir dort halt schon viel Brot und so essen. Und jetzt ist es mal ein Highlight. Vielleicht soll es so bleiben. So Leute, kleine Episode. Heute geht es dem Bart an den Kragen. Meine Frau hat sich beschwert, dass ich zu bärtig bin. Ich habe ihn nicht beschwert. Jetzt ruft sie da aus dem Biggie raus, aber hat sich schon beschwert, dass ich da zu viel... Und die Grauen, seht ihr das? Die Grauen seien zu viel, sieht zu alt aus. Deswegen einmal Schnipp, Schnapp, Bart ab. Ja, los geht's. Eigentlich könnte man das so lassen, oder? Hey Leute, schreibt doch mal in die Kommentare. Mit Bart, ohne Bart. Das bin ich echt gespannt jetzt auf. So, jetzt rufen wir mal die Frau, was sie dazu meint. Frau, kommst mal raus. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nur einen Schmerz gerissen habe. Sieht gut aus, oder? Das hattest du schon mal. Hatte ich schon mal. Soll ich das lassen? Das hattest du auf unserem Honeymoon-Trip. Ja, aber irgendwie sieht es gut aus. Ah, Achtung, es gefällt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Na Leute, lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie mit oder Schnauz, Bart, ohne Bart. Wie habt ihr es denn so am liebsten? Lasst uns das doch mal wissen. Schreibt es hinten rein. Der Campground hier bei Andrea und Sebastian ist echt ein Traum.
Wir sind ganz alleine hier. Die zwei sind super, super nett. Können wir es so empfehlen, diesen Abstecher bei denen zu machen. Sie sind mitten im Dschungel von Yucatan und besitzen ja ihre eigene Cenote. Und es war ein bisschen schwierig, gestern hierher zu fahren, weil die Straße einfach komplett überwachsen war. Also oben war wirklich alles zu und es war für uns, wir waren ein bisschen zu hoch. Aber Biggie ist da durchgeschneist. Dafür haben sie heute Arbeiter hier, die die ganzen Seiten jetzt weghauen. Mal schauen, wie das morgen wird. Aber was haben wir eigentlich für ein Glück, dass die jetzt wieder da sind und das noch einen Tag bevor wir gehen für uns machen. Genau. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, wie unsere nächste Zeit hier in Mexiko aussehen wird. Und zwar wird es so sein, dass wir jetzt wieder zurück nach Mérida steuern und dort werden wir uns noch ein bisschen im Kitesurfing widmen, weil uns das eigentlich sehr gut gefallen hat in der Baja und wir dort einfach zu wenig Zeit hatten und jetzt wollen wir uns dem mal komplett hingeben und dort bestimmt eine Weile verbringen und dann müssen wir uns schon mit dem Verschiffen befassen, weil es ist einfach so, dass wir wirklich ein Jahr Zeit wollen für Südamerika. Und darum werden wir jetzt verschiffen im, ja, wahrscheinlich wird es April, von Veracruz nach Cartagena zu verschiffen. Und da ist noch einiges zu tun und wird auch wirklich eine anspruchsvolle Verschiffung, weil, ja, wir haben schon einige Storys gehört. Es wird auf jeden Fall anstrengend. Mit dem ganzen Fahrzeug ausräumen, wieder einräumen, in Kolumbien wieder ausräumen, wieder einräumen. Die wollen da wirklich alles sehen. Aber so sind nun mal die Regeln. Wir wussten Bescheid und wir wissen auch, dass wir so einiges günstiger kommen, als wenn wir von Panama nach Cartagena verschiffen werden. Und darum haben wir uns jetzt dazu entschieden. Aber wir nehmen euch natürlich mit auf diese Reise durch unsere Verschiffung und ihr steht uns da bestimmt zur Seite. Und wir sind gespannt, ja, wie das alles rauskommen wird. Ich hoffe, das läuft smooth. Leute, seht euch mal den Platz an, wo wir sind hier. Das ist doch der Wahnsinn. Da steht der Biggie und rundherum gibt es einfach nur Wald. Und meine Frau, wir haben es uns ja gemütlich gemacht und jetzt geht es Richtung einen ganz speziellen Platz auf diesem Campingplatz. Ja. Wir sind hier echt an einem tollen Platz. Die Andrea und wie heißt der schon wieder den Namen? Sebastian. Ja, Sebastian, ich wollte Thomas sagen. Ja, der Sebastian und die Andrea haben hier sich was richtig Tolles aufgebaut. Die haben hier sogar für uns Camper Toilette, Dusche mit warmem Wasser. Übrigens sehr speziell für Mexiko, weil es gibt in Mexiko fast keine Duschen mit warmem Wasser. Schaut euch mal an, wie idyllisch das aussieht. Das waren die alten Duschen. Ja, das waren die alten Duschen. Und jetzt die neuen. Und da gehen wir uns zuerst duschen, bevor wir da weitergehen. Wir haben euch immer noch nicht verraten, wo wir hingehen. Wo geht's denn jetzt hin? Es geht in die Unterwelt. In die Unterwelt. Und zwar in die Cenote. Leute, das ist der Wahnsinn. Die haben hier eine eigene Cenote auf dem Campingplatz. War auch der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Haben wir auf iOverlander gesehen. Und haben wir auch schon von anderen Reisenden gesehen, glaube ich. Und deswegen hat es uns hierher verschlagen. Wir sehen also einen roten Kopf schon haben, weil es hat doch schon 33 Grad. Und deswegen gehen wir jetzt hier runter in die mexikanische Unterwelt. Zuerst muss das Licht angemacht werden in der mexikanischen Unterwelt. So, ja, dann würde ich sagen Attacke. Freunde, das ist ja richtig cool. Das ist eine Wendeltreppe hier unten. Das ist ja lustig. Jetzt weiß
weiter. Es wird noch mystischer. Ist das so? Oh, ist ja richtig kühl hier. Ja, hier ist richtig ein Oh. Das ist eine Wendeltreppe. Nee, eine Hängebrücke. Still hier unten, kann man sein eigenes Blut rauschen hören im Kopf. Schaut euch das mal an. Ja, ich weiß, es ist jetzt sind nicht die bösen Aufnahmen, weil es halt ziemlich dunkel ist hier unten. Das hat mit dem Sonnenstand zu tun, denn der Sonnenstand, jetzt die Sonne ist ein bisschen zu niedrig noch, was ist jetzt, Februar, aber im März soll hier da hinten, wo man noch ganz wenig Sonnenlicht sieht, soll dann auch so ein Sonnenstrahl reinkommen. Und jetzt geht es mal erst hier über die Hängebrücke nach unten. Wir haben jetzt eine gute Alternative gefunden für Thiago. Die Schwimmhilfe. Die Schwimmhilfe. Er nimmt euch mit. Ja, Surfboard. Ist einfach irgendwo hier rumgelegen. Und jetzt schmeiße ich mich halt hier rauf. Und hingefallen. Nichts passiert. Oh, es ist kalt. Naja, so kann es auch gehen. Ich wollte nicht rein, weil es so kalt ist. Jetzt bin ich drin, es ist mir arschkalt. Okay, die Manuela versucht jetzt. Sie kann das sicherlich besser als ich. Seht ihr? Sie weiß, wie das geht. Profi, Profi! So Leute, das war unsere Tagesbeschäftigung für heute. Jetzt geht es noch ein bisschen ins Aufräumen, weil wir ja morgen den Platz wieder verlassen. Und ja, somit geht unser Tag heute zu Ende. Und wir sehen uns morgen wieder. Leute, wir sind immer noch auf dem Campground bei Andrea und Sebastian. Denen ist nämlich ihr Starlink ausgefallen. Und da wir ja Starlink haben, haben sie uns das super nette Angebot gemacht, dass wir gratis hier übernachten dürfen und sie dafür unser Starlink nutzen können, weil sie sind angewiesen darauf. Sebastian, der arbeitet Vollzeit und braucht natürlich das Starlink, um seiner Tätigkeit nachzugehen. Und ja, jetzt stellten sich die eine Nacht, aus dem wurde jetzt 3 Nächte und wir haben wirklich, es ist so schön hier, die beiden sind so ultra nett. Wir dürfen, ja, ich weiß auch nicht, wir verbringen den ganzen Tag zusammen. Sie haben immer wieder was zu arbeiten, was zu tun, aber dann laden sie uns am Abendessen ein zu grillen oder gestern waren wir in der Stadt. Blöderweise ist gestern noch was wirklich Schlimmes passiert. Die beiden haben einen Hund, also einen Straßenhund, der ist ihnen zugelaufen. Und als wir da bei uns vorne dran vor dem LKW so in der gemütlichen Runde saßen, wurde der Hund von einem Skorpion gestochen und wir konnten eigentlich zuschauen, weil der Kleine, der hat eine Echse gejagt und anstatt dass die Echse rausgekommen ist aus den ganzen Steinen, kam ein Skorpion raus und der hat ihn direkt in die Pfote gestochen und
ja, wir wollten gestern sowieso zusammen in die Stadt fahren, einfach was einkaufen, ein bisschen bummeln, weil Valladolid ist sehr, sehr schön und sehr charmant. Genau, und dann mussten wir den Kleinen mitnehmen, weil wir mussten direkt zum Tierarzt. Das war wirklich herzzerreißend, dem zuzuschauen, wie sich sein Zustand immer irgendwie, ich weiß nicht, ob er sich verschlechterte, aber veränderte sich die ganze Zeit. Heutzutage mit KI wussten wir ungefähr, was immer wieder als nächstes kommen wird, aber der hat wirklich sehr fest gelitten. Und ja, jetzt so direkt vor unserer Haustür so zu wissen, dass da Skorpione rumlungern, das war mir gar nicht so bewusst. Aber gut, wir sind in Mexiko. Und dem Kleinen geht es jetzt auch wieder gut. Der hat eine Spritze bekommen und hatte einen kleinen Ausflug nach Valladolid. Garage! Hat die Beheizung oder was? Ja, die hat eine Heizung, die Garage, natürlich. Natürlich! Ja, aber kein gekühlter Wein. Ja. Ihr habt keinen gekühlten Wein. Ja. Was ist da los bei euch? Ja, wir trinken keinen Wein. Wir trinken Bier und Schnaps. Nein, du musst trotzdem dann. Also. Und das ist die ganze Family her? Also so? wir. Und nicht rausgehen oder sowas dann eben. Also wenn, Bist du bescheuert oder was? Wenn es regnet, kann ich wenn das da unten gekühlt wäre, dann wäre es. Aber Also so nehmen wir das Ding nicht. Nee. Wollen wir nicht haben. Aber ist das sind echt klar. Fenster, ja. Das sind echt Glasfenster, ja klar. Ja, klar. Ist das Ja, Hühner? natürlich, selbstverständlich. Glasfenster. Wir haben keinen Weinkühler, aber Ja, Glasfenster. tatsächlich, Kein Markus, Also Markus, wir gehen wieder. wo Wir wir möchten mit sind. Leuten, die keinen Airfryer und keinen Weinkühler haben, möchten wir nicht so viel zu tun haben. Scheiße. Ja, Dass es so schwierig. Menschen gibt, oder? Dass es so Menschen Nee, das Das hier möchte ist auch ich auch geil. nicht. Da kannst du schauen, wie viel wird jetzt geladen und so, wie viel ist noch drin. Du kannst schauen. Aber das macht den Wein auch nicht kühl. Nee, Nein. ich habe kühles Bier. Das ist für uns ist es super kühles Bier. Ja, Wir brauchen super einen kühler Wein. Wir brauchen einen kühlen Dann Wein. sagen so die anderen so. Was ist das für ein Ding? Das ist eigentlich eine Haltung für Guck mal, das iPad. ist Ah ja, das iPad, ist so eine ja. Cappy, die kann man so aufziehen. So. So, guck mal. Tipptopp. Den Monitor hinten hast du auch noch nicht erklärt. Ja, das ist der Fernseher, ja. Nee, das ist Ah, ein, ja, nein, das ist ein Fernseher, Computer. Da hast du also ein iMac, den kannst du nachher rausmachen. Du Ach, kannst dann so natürlich. da vorfahren und Ja. du kannst auch hier chillen Klar. und Fernsehen schauen. Logo. Aber kein Weinkühler. Nein, kein Weinkühler. Nee, und das- kein Airfryer. Das holen wir nicht mehr raus, ja. Nee, das ist jetzt. Nee, also Nee, schon klar. das, so könnte ich nicht leben. Ja, kann ich mir Nee, so vorstellen. könnte ich nicht Ja, leben. verstehe ich auch würde nicht so vollkommen. leben Verstehe wollen. Den Umständen. Nee, oder? unter den Umständen, nee, Ah, nee, ganz Nee, klar also, nicht. Und das ist die Liebesoase. Genau. So, wir waren jetzt doch ein bisschen länger bei Andrea und Sebastian als eigentlich gedacht. Geplant war ja mal eine Nacht da zu bleiben. Und dann hat es irgendwie dazu geführt, dass wir jetzt doch, ich glaube 5 Nächte waren wir da. Aber es hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Wir haben so tolle Overländer kennengelernt, die da vorbeigekommen sind. Das war wirklich eine lustige Truppe. Und es hat gut getan, sich auszutauschen und von den Erfahrungen den anderen zu hören, mit was es die so strugglen und was ihnen Freude bereitet und. Also es war wirklich, wirklich cool. Thiago hat auch sehr gut getan. Thiago ist halt unser sozialer Schmetterling. Mir ist es oftmals nicht,
was heißt nicht so wichtig, aber ich brauche jetzt nicht ständig Unterhaltung um mich herum. Ich kann auch gut mal einfach 3 Tage lang Buch lesen, übertrieben gesagt. Aber Thiago ist halt schon der halt einfach Leute um sich herum braucht und mal irgendwie dumm schwatzen kann, und das hat er sehr genossen, und das waren genau die Menschen, mit denen er es machen konnte, und darum, ja, war es richtig cool. Aber jetzt haben wir doch den Platz verlassen, sind weitergefahren, alle sind in unterschiedliche Richtungen gefahren. Es ist super heiß, wir haben jeden Tag um die 35 Grad. Und ja, so am Mittag merkt man halt, dass man irgendwie nichts groß mehr machen mag, weil man einfach so da liegt wie eine tote Fliege. Abfall auf der Straße. Das ist was, das uns auf dieser Reise wahrscheinlich noch in vielen weiteren Ländern begegnen wird. Wir müssen aber realistisch bleiben. Wir kommen aus Mitteleuropa, aus einer Bubble mit Recyclinghöfen, Müllabfuhr, Pfandsystem und funktionierender Infrastruktur. In vielen Regionen der Welt ist es schlicht nicht vorhanden. Ja Leute, schön war es wieder mit euch. Ich weiß, wir sagen es immer wieder, aber wir freuen uns riesig, dass so viele von euch unseren Kanal gefunden haben und unsere Reise begleiten. Und das passiert vor allem wegen euch, weil ihr fleißig liked, kommentiert und ein Abo dalasst. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, genau so merkt YouTube, dass unsere Videos spannend sind und zeigt sie auch anderen Menschen. Bis nächste Woche!